Hallo und herzlich willkommen zu Gesundheit leicht gemacht, dem Podcast, der dir hilft, gesund und glücklich zu leben. Heute sprechen wir über einfache Tipps für mehr Wohlbefinden. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer spannenden Folgen zu verpassen. Gefühle sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Sie können uns stark beeinflussen, ob wir uns gut oder schlecht fühlen. Was bedeutet das eigentlich, sich gut oder schlecht zu fühlen? Sich gut fühlen kann viele Formen annehmen. Manchmal ist es ein Gefühl der Freude, wenn wir etwas Schönes erleben. Es kann aber auch Ruhe und Zufriedenheit sein, wenn wir einfach entspannt auf dem Sofa liegen. Ja, und sich schlecht fühlen? Das kennt wohl jeder. Vielleicht ist man traurig, weil etwas nicht so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat. Oder man ist einfach müde und hat keine Lust auf gar nichts. Interessant ist, dass oft kleine Dinge unsere Gefühle beeinflussen können. Ein unerwartetes Kompliment kann den ganzen Tag erhellen, während ein negatives Wort uns runterziehen kann. Gefühle sind auch oft mit unserem Körper verbunden. Wenn wir uns gut fühlen, haben wir oft mehr Energie. Wir lächeln und sind offen für unsere Mitmenschen. Genau. Und wenn wir uns schlecht fühlen, kann das auch körperliche Symptome hervorrufen. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder einfach das Gefühl, dass alles schwer fällt. Wichtig ist, seine Gefühle wahrzunehmen und zu benennen. Wenn wir wissen, warum wir uns so fühlen, können wir oft besser damit umgehen. Was machst du, wenn du dich schlecht fühlst? Ich versuche darüber zu sprechen. Oft reicht ein Gespräch mit einem Freund, um die Dinge klarer zu sehen. Manchmal hilft es auch, einfach eine Pause zu machen und tief durchzuatmen. Das klingt gut. Ich finde Bewegung auch hilfreich. Ein Spaziergang an der frischen Luft kann Wunder wirken. Es hilft, die Gedanken zu ordnen und die Perspektive zu wechseln. Und wie ist es mit positiven Gefühlen? Was kann man tun, um sich besser zu fühlen, wenn man einen schlechten Tag hat? Manchmal hilft es, sich bewusst auf die schönen Dinge zu konzentrieren. Ein gutes Buch lesen, Musik hören oder etwas Kreatives tun kann die Stimmung heben. Oder auch einfach mal lachen. Ein lustiger Film oder ein Gespräch mit einem Freund, der einen zum Lachen bringt, kann Wunder wirken. Wichtig ist, sich selbst nicht zu viel Druck zu machen. Es ist okay, sich auch mal schlecht zu fühlen. Das gehört zum Leben dazu. Man sollte sich Zeit geben, diese Gefühle zu verarbeiten. Richtig. Und oft hilft es, sich kleine Ziele zu setzen. Wenn man merkt, dass man etwas erreicht hat, kann das ein echtes Erfolgserlebnis sein und die Stimmung heben. Am Ende geht es darum, sich selbst besser zu verstehen und zu wissen, was einem gut tut. Jeder hat seine eigenen Methoden, um mit seinen Gefühlen umzugehen. Was zählt ist, dass man sich selbst treu bleibt. Und natürlich auch, dass man sich Unterstützung sucht, wenn man sie braucht. Freunde, Familie oder auch professionelle Hilfe können wertvolle Begleiter sein. Absolut. Gefühle sind komplex, aber sie machen uns auch menschlich, indem wir lernen, sie zu verstehen und mit ihnen umzugehen, können wir ein erfüllteres Leben führen.
Gefühle und Energie hängen oft zusammen. Wenn wir gut schlafen, fühlen wir uns energiegeladen und sind bereit für den Tag. Was denkst du, wie beeinflusst Schlaf unsere Energie? Schlaf ist essentiell. Wenn wir genug schlafen, können wir uns besser konzentrieren und sind produktiver. Schlafmangel dagegen macht uns müde und gereizt, was den Alltag erschwert. Genau. Manchmal unterschätzen wir, wie wichtig eine gute Nachtruhe ist. Hast du Tipps, wie man besser schlafen kann? Eine feste Schlafroutine ist hilfreich. Jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, kann Wunder wirken. Auch sollte man das Schlafzimmer als Ruheoase gestalten. Und wie sieht es mit der Ernährung aus? Beeinflusst das, wie wir schlafen? Auf jeden Fall. Schweres Essen kurz vor dem Schlafengehen kann den Schlaf stören. Es ist besser, leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen und koffeinhaltige Getränke zu vermeiden. Bewegung am Tag spielt auch eine Rolle. Wer sich regelmäßig bewegt, schläft oft besser. Ein Spaziergang oder leichtes Training am Abend kann helfen, den Kopf frei zu bekommen. Ja, Bewegung ist wichtig, aber auch Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation können den Schlaf fördern. Sie helfen, den Stress des Tages abzubauen. Was ist, wenn man trotz allem nicht schlafen kann? Manchmal wälzt man sich stundenlang hin und her. Dann sollte man aufstehen und etwas Ruhiges tun, wie ein Buch lesen. Oft hilft es, den Kopf abzulenken und erst wieder ins Bett zu gehen, wenn man müde ist. Im Alltag spielt auch die Balance zwischen Arbeit und Freizeit eine Rolle. Wie sorgst du dafür, dass du genug Energie für beides hast? Wichtig ist es, Pausen zu machen und sich nicht zu überfordern. Kleine Auszeiten helfen, neue Energie zu tanken. Auch sollte man Dinge tun, die einem Freude bereiten. Manchmal ist es schwer, nach einem langen Arbeitstag abzuschalten. Was machst du, um den Stress loszuwerden? Ich höre gerne Musik oder schaue einen Film. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Manchmal gehe ich auch einfach spazieren, um frische Luft zu schnappen. Jeder hat seine eigenen Rituale. Einige schreiben Tagebuch, andere sprechen mit Freunden. Wichtig ist, dass man etwas findet, das einem gut tut und die Batterien wieder auflädt. Richtig. Und es ist wichtig, auf sich selbst zu achten und die Signale des Körpers ernst zu nehmen. Wenn man merkt, dass die Energie fehlt, sollte man etwas ändern. Am Ende geht es darum, eine gute Balance zu finden. Genug Schlaf, gesunde Ernährung und Bewegung können viel bewirken. Und natürlich sollte man sich Zeit für sich selbst nehmen. Genau. Mit der richtigen Balance fühlen wir uns nicht nur körperlich, sondern auch emotional besser. Das hilft uns, den Alltag positiv zu meistern. Welche Tipps oder Routinen hast du, um sicherzustellen, dass du genug Schlaf bekommst und am nächsten Tag voller Energie bist? Im letzten Kapitel haben wir über Schlaf und seine Bedeutung für unsere Energie gesprochen. Doch manchmal, trotz guter Gewohnheiten, fühlen wir uns nicht ganz wohl. Welche kleinen Beschwerden kennst du? Es gibt viele. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder Verdauungsprobleme sind häufig. Diese können unseren Alltag beeinflussen, auch wenn sie oft nicht so ernst sind.
Das stimmt. Kopfschmerzen zum Beispiel können sehr störend sein. Weißt du, was man dagegen tun kann? Ja, oft hilft es, genug Wasser zu trinken und frische Luft zu schnappen. Manchmal ist es auch gut, eine kurze Pause einzulegen und die Augen zu schließen. Was ist mit Rückenschmerzen? Die entstehen oft durch langes Sitzen. Hast du Tipps, wie man diese vermeiden kann? Eine gute Haltung ist wichtig. Regelmäßiges Aufstehen und Dehnen können Wunder wirken. Auch ein ergonomischer Arbeitsplatz kann helfen, den Rücken zu entlasten. Verdauungsprobleme sind auch ein Thema. Viele Menschen haben damit zu kämpfen. Was könnte helfen, um das zu lindern? Eine ausgewogene Ernährung ist essentiell. Ballaststoffe, wie sie in Obst und Gemüse vorkommen, fördern die Verdauung. Auch ausreichend Wasser trinken ist wichtig. Manchmal sind diese Beschwerden stressbedingt. Wie kann man Stress im Alltag reduzieren? Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation können helfen. Auch bewusstes Atmen oder ein kurzer Spaziergang können den Geist beruhigen und Stress abbauen. Wenn man merkt, dass die Beschwerden nicht verschwinden, sollte man dann einen Arzt aufsuchen? Ja, auf jeden Fall. Wenn Beschwerden länger anhalten oder sehr stark sind, ist es wichtig, einen Arzt zu konsultieren. Prävention ist gut, aber manchmal braucht man professionelle Hilfe. Und was ist mit der Psyche? Oft beeinflussen seelische Belastungen unsere körperliche Gesundheit. Hast du hier Ratschläge? Es ist wichtig, mit Freunden oder der Familie zu sprechen. Auch das Führen eines Tagebuchs kann helfen, Gedanken zu ordnen und Stress abzubauen. Manchmal helfen auch kleine Auszeiten. Ein gutes Buch oder ein entspannendes Bad können Wunder wirken. Stimmst du zu? Absolut. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ist wichtig. Kleine Rituale können eine große Wirkung haben und helfen, sich wieder besser zu fühlen. Es geht also darum, auf sich selbst zu achten und bei kleinen Beschwerden früh zu reagieren, denn oft kann man mit einfachen Mitteln viel erreichen. Genau. Kleine Veränderungen im Alltag können eine große Wirkung haben. Und es ist wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und auf den Körper zu hören. Welche kleinen Beschwerden haben dich schon einmal im Alltag gestört? Und was hast du dagegen unternommen, um dich besser zu fühlen? Im letzten Kapitel haben wir über kleine Beschwerden gesprochen und wie man sie lindern kann. Jetzt frage ich mich, wie gibt und nimmt man am besten Tipps an? Hast du Gedanken dazu? Tipps geben kann manchmal knifflig sein. Jeder Mensch ist anders und es ist wichtig, respektvoll und einfühlsam zu sein. Hast du schon mal erlebt, dass ein gut gemeinter Rat nicht gut ankam? Ja, das kenne ich. Manchmal fühlt sich der andere bevormundet. Es ist wichtig, den richtigen Moment zu finden und den Ratschlag freundlich anzubieten. Wie sieht es mit dem Annehmen von Tipps aus? Das ist auch nicht immer leicht. Man muss offen und bereit sein, neue Ideen auszuprobieren. Aber es ist auch in Ordnung, wenn ein Tipp nicht passt. Man sollte ehrlich zu sich selbst sein. Das stimmt. Manchmal ist man nicht bereit, etwas Neues zu versuchen, und das ist auch okay. Wie kann man herausfinden, welche Tipps sinnvoll sind?
Es hilft, sich selbst gut zu kennen und den eigenen Bedürfnissen bewusst zu sein. Man kann auch nachfragen und mehr Informationen sammeln, bevor man entscheidet, ob man den Rat annimmt. Manchmal bekommt man viele Tipps auf einmal. Wie filtert man die besten heraus, ohne überfordert zu werden? Prioritäten setzen ist wichtig. Man sollte darauf achten, was am dringlichsten ist oder was man am einfachsten umsetzen kann. Auch das Bauchgefühl spielt eine Rolle. Was, wenn man selbst unsicher ist und Tipps braucht? Wie kann man um Rat bitten, ohne sich unwohl zu fühlen? Offenheit ist der Schlüssel. Wenn man ehrlich sagt, dass man sich unsicher fühlt, sind viele Menschen bereit zu helfen. Es zeigt Stärke, um Hilfe zu bitten. Das stimmt. Manchmal ist es auch hilfreich, verschiedene Meinungen einzuholen und dann zu entscheiden. Wie reagiert man am besten, wenn ein Tipp nicht funktioniert? Man sollte nicht enttäuscht sein. Jeder ist anders und was für den einen funktioniert, muss nicht für den anderen passen. Es ist eine Chance, weiterzulernen und neue Ansätze zu finden. Und wenn man selbst Tipps gibt, wie kann man auf Kritik oder Ablehnung reagieren? Verständnis zeigen ist wichtig. Jeder hat das Recht, Ratschläge abzulehnen. Man kann fragen, ob es etwas gibt, das besser passt, und so im Gespräch bleiben. Kommunikation ist also der Schlüssel. Nur durch ehrlichen Austausch kann man herausfinden, was wirklich hilfreich ist. Genau, es ist ein Geben und Nehmen. Respekt und Offenheit machen den Unterschied. So kann man gemeinsam wachsen und lernen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unsere Tipps und Gedanken geholfen haben. Bitte hinterlasst uns einen Kommentar mit euren Lieblingswörtern aus dem Podcast. Eure Meinung ist uns wichtig und hilft uns besser zu werden. Abonniert unseren Podcast und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns ein Like. Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel und motiviert uns, weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal. Der Kopfschmerz. Nach einem langen Tag kann ein Kopfschmerz auftreten. Bei einem Kopfschmerz helfen oft frische Luft und ausreichend Wasser. Der Rückenschmerz. Langes Sitzen führt bei vielen Menschen zu Rückenschmerz. Ein Rückenschmerz lässt sich durch eine gute Haltung vermeiden. Die Verdauungsprobleme. Viele Menschen haben Verdauungsprobleme nach dem Essen. Bei Verdauungsproblemen helfen Ballaststoffe, die Verdauung zu fördern. Der Stress. Stress kann sowohl körperliche als auch seelische Beschwerden verursachen. Mit Entspannungstechniken kann man Stress gezielt abbauen. Die Prävention. Prävention bedeutet, Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen. Ein gesunder Lebensstil ist eine wichtige Form der Prävention.